machen mal so irgendwie Probe Livestream und ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauern sollte oder wie lange das jetzt dauert. Ich habe auch schon 2 Livestreams von Bus Simulator gemacht. Ja, ihr könnt sie gerne mal anschauen, wann und wo ihr wollt. Weiter sagen dürft ihr gerne, falls es euch gefällt. Ihr könnt auch, wenn es möglich ist, einen Daumen nach oben geben und schreiben, in die Chat schreiben, aber bitte nicht zu viel, dass ich noch mitkomme, weil das alles noch ein bisschen verzögert ist. Und ja, es dauert jetzt ein bisschen, bis es geladen ist. Es dauert immer öfters lange, bis es geladen ist. Das ist normal bei diesem Spiel, denke ich mal. Ja, ich bin schon drin. Ich mache mal Einsteiger, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Und dann gehe ich mal in den Bus. Es leckt anscheinend. Ich will mich aber überlegen, wann ich das, welche Monat ich machen soll. Die Uhrzeit stimmt schon. Welche Uhrzeit gibt es denn? Schau mal nach. Bis wie viel Uhr ich spielen kann. Also jeweils bis 0 Uhr. Hol ich mal die aktuelle Zeit, die wir jetzt haben. Falls ich das hinbekomme. Und ich starte das jetzt einfach mal so. Spielen wir mal im August. Haben wir jetzt. Dann gehe ich mal zu meinem Bus. Oder laufe, wenn es möglich ist. Und ja, es leckt ein bisschen das Spiel. Es leckt generell alles anscheinend. Außer das Spiel. Also die Aufnahme. Sowie der Livestream. Anscheinend hängt die Aufnahme. Anscheinend hängt auch der Livestream. Anscheinend ist mein Internet zu schwach. Ich schaue mal nach einer guten Strecke. Ich habe hier eine Strecke. Das ist, glaube ich, diese hier. Ja, ich habe diese hier schon. Dann bin ich schon am überlegen, wie das denn, ob ich diese holen soll und das nicht zu lange dauert. Ich schaue mal kurz drüber. Nein, so lange möchte ich heute nicht mehr spielen. Aber ich hole mal diesen. So groß ist er nicht. Ich hole dann diesen hier. Aber das Spiel leckt momentan. Die Reaktionen sind verzögert im Spiel selber. Und
Generell leckt momentan alles. Und die Stunde ich habe das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Und ja, die Fahrernummer, die habe ich hier. Anfangen könnt ihr sowieso nicht, weil das überall bei jedem anders ist. Also von daher habe ich keine Angst, dass hier irgendwas passiert. Ich gebe mal die ganzen Sachen hier ein. Die Strecke habt ihr ja schon gesehen. Hier könnt ihr noch andere Sachen aussuchen, wie zum Beispiel Leerfahrt oder Sonderfahrt. Ich kann hier auch zum Beispiel oben in der Leiste hier stehen haben, frohes neues Jahr oder Leerfahrt. Hier nicht einsteigen, ist alles möglich, alles was hier steht. Aber ich habe meine Linie. Vielleicht kennt ihr das Spiel ja schon. Ich weiß es nicht. Ja, bei mir ist etwas ruckelig die Aufnahme, beziehungsweise das Spiel. Das müsste dann jetzt da vorne stehen. Ja, ich komme nicht mehr hier. Hier kann ich jetzt nicht mehr die Feststellbremse lösen. Geht irgendwie nicht. Ah, jetzt hat es funktioniert. Jetzt muss ich mich mal erstmal, als verpixelt die Spiegel. Ich fahre dann jetzt mal los. Falls möglich. Ja, es dauert lange. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Ich spiele eher Euro Truck Simulator 2. Davon habe ich auch Livestreams. Und ja, vielleicht bekomme ich das hin, dass ich mal beides livestreame oder normale Videos auf YouTube hochlade. Nur dass die normalen Videos lange brauchen, bis die endlich mal hochgeladen sind.
ich aber nicht. Ich bin das jetzt hier komplett ungewohnt. Ich weiß jetzt nicht, wo der Blinker und alles ist. Müsste ich mal in den Einstellungen nachschauen. Ja, ich schaue da mal nach mit den Einstellungen, mit dem Blinker. Hier in den Steuerungen, aber das Spiel leckt. Müsste ich eigentlich das Spiel neu starten, beziehungsweise den PC neu starten. Und hier, dann schaue ich hier mal nach. Dachluken brauche ich ja nicht. Warnblinker wie, aber da steht anscheinend nirgends mit dem Blinker. Blinker, Blinker ist Komma und rechter Blinker ist Punkt. Gut zu wissen. Ja, aber er spielt ja etwas anderes. Er ist komplett ungewohnt. Besonders weil ich hier weiter links fahren muss, wie bei Euro Truck Simulator 2. Alles etwas ungewohnt. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich die Dachluken schließe. Muss ich gleich mal machen. Weil während der Fahrt geht das ja schlecht. Da bleibe ich jetzt mal kurz rechts stehen. Ja, mal schauen. Hier ist es eine Klimaanlage. Ja, hier Dachluken. Muss mal schauen, sind die jetzt zu? Ja, jetzt die Innentemperatur. Ja, außen ist es ein bisschen kalt. Ja, falsch gedrückt. Aber bis der Bus anfährt, sind schon 3 Tage vergangen. Aber es leckt auch sehr stark, muss ich zugeben. Ich bin momentan sehr unzufrieden mit diesem Spiel, weil es ziemlich stark leckt. Aber schon die ganze Zeit so. Und ja, bis ich erstmal beschleunigt habe, dann bin ich schon die halbe Map gefahren und dann bin ich erstmal bei 50 km/h.
und das ist alles ein bisschen komisch. Da hier noch keine Passagiere drin sind, manchmal trotzdem Stimmen da sind. Ja, ich stehe Vollgas auf Bremsen. Ich bin voller Karacho auf die Bremsen. Und stehe ein bisschen schief. Bisschen so neben der Spur. Also ich gebe schon Gas. Aber es macht irgendwie nichts. Achso, die Tür war offen. Ja. Vielleicht mache ich ein paar Aufnahmen mehr von diesem Spiel, das weiß ich noch nicht. Das bin ich mal noch am Überlegen, weil es ziemlich stark leckt. Bei der Aufnahme und im Spiel. Und ja, meine Internetverbindung ist zurzeit auch nicht sehr gut. Deswegen, ja. Ich versuche mal mein Bestes in diesem Spiel zu geben. Oder wie kommt ein Einkaufswagen in einen Bus? Ist manchmal auch so. War auch mal gewesen. Und jetzt, das hört sich so an, als wäre ein Einkaufswagen in diesem Bus drin. Ja. Ja, wir machen jetzt die Scheibenwischer an. Ich bin aber schon das total ungewohnt mit diesem, ja, in diesem Spiel. Ich spiele das nämlich nicht allzu oft. Jetzt muss ich mal wieder in den Einstellungen schauen, wie ich die Scheibenwischer aktiviere. Ah, die Grafik ist nicht in die Grafikeinstellungen. Weil das irgendwie gerade voll leckt, das Spiel generell. Manchmal muss ich auch zweimal drauf drücken, bis es erstmal reagiert hat. Ja, jetzt suche ich mal die Scheibenwischanlage zu aktivieren oder deaktivieren. Hm. Ja, 8 und 9. Ja, ist ein bisschen ungewohnt. Ja, aber ich bin hier schon auf Vollgas. Der Eurotrack Simulator wäre schon bei 80 km/h. Da bin ich dann hier erstmal bei auf 10. Und ja, das finde ich schon ein bisschen doof von der Beschleunigung her und generell das Spiel. Das macht mir nicht so riesen Spaß. Und ja, bis Viertel nach spiele ich noch. Dann höre ich auf, weil ich werde langsam müde. Und ja, dann gehe ich schlafen. Ich bin auch schon lange wach. Ich bin seit heute Morgen 7 Uhr schon wach. 6 Uhr. Und ja, ich versuche mal so zu fahren. Vielleicht fahre ich auch besser.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube aber eher nicht, das ist ziemlich, ja, ich bleib trotzdem in der Kamera, Innenperspektive, Ego-Perspektive, wie man es nennen möchte. Jeder hat eine andere Bezeichnung dafür. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich auf die Karte komme, um zu wissen, wie weit ich noch fahren muss bis zum ersten Stopp. Oder generell, wie viel ich fahren muss noch. Aber es dauert noch eher ziemlich lange. Ich habe mal eine kurze Strecke rausgesucht, weil meines Wissens gibt es keine kürzere Strecke. Und ja, auf der Mindmap sieht man schon an der Haltestelle, wo man stehen bleiben muss. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Also kann man es nicht ändern. Aber das Spiel leckt letzter Zeit sehr oft, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Generell bin ich nicht so zufrieden mit diesem Spiel, was zum Beispiel die Beschleunigung betrifft oder generell das Spiel betrifft. Weil das Spiel leckt, man rutscht nur bei leichtem Regen, rutscht man schon so, als wäre Glatteis ohne Ende manchmal. Das hatte ich auch schon, wo ich nicht mal lenken konnte. Wie jetzt, der lenkt fast gar nicht. Wenn er dann lenkt, dann lenkt er komplett. Jetzt hänge ich irgendwo. Das Spiel ist generell sehr unlogisch. Ja, also ich bin nicht so der Fan dieses Spieles. Ja, ich mache noch bis zum 2 Haltestopps mache ich. Dann höre ich auf. Es ist kein langer Livestream, daher meine Internetverbindung zu schlecht ist für Livestreams und das Spiel leckt zu viel. Die Scheibenwischer, die bleiben auch immer wieder stehen. Und dann gehen sie mal. Es leckt zu viel, meiner Meinung nach. Das sieht auch jeder andere so, dass das Spiel zu viel leckt. Also man kann das Spiel nicht wirklich spielen. Wir können mal in die Kommentare oder hier reinschreiben in den Chat, welche Spiele ich mal ausprobieren könnte, die unter 18 sind. 16 geht noch, aber nicht höher, weil ich selbst doch nicht keine 18 bin. Und ja, aber von diesem Spiel bin ich jetzt momentan nicht so überzeugt. Ich mag das nicht so von der Grafik her. Im Sinn des Spiels verstehe ich irgendwie nicht. Ein Simulatorspiel sind für mich eher Spiele, wo der Realität ähneln und nicht halb im Gegenstand drin steckt und dann erst, ja, anerkennt, dass man dran ist. Also die Logik finde ich sehr doof.
Ja, wie gesagt, es leckt sehr viel. Wie jetzt, es leckt, rosa leckt, langer, vieler rosa leckt. Also ich bin momentan sehr, sehr unzufrieden mit diesem Spiel. Ja, zum Beispiel erst mit den, wie mit den Menschen, die gehen einfach ohne zu schauen. Okay, bei Zebrastreifen haben die auch das Recht einfach zu gehen. Die müssen nicht schauen. Aber dann, also ich bin nicht so, man kann fahren, wie man will. Wie hier, das ist sehr unlogisch. Da ist zwischen halben äh, Bus durch die Laterne, die Straßenlaterne. Ich finde das irgendwie jetzt sehr, sehr komisch. Sehr unrealistisch ist das Spiel. Und das für ein Simulatorspiel. Für mich sind Simulatorspiele realitätstreu, aber kann man hiervon jetzt nicht meinen. Oder hier, wo jetzt dieser Auto durch meinen Bus durchfährt. Wenn ich einmal fahre, durch so ein Auto, also an ein Auto dran komme, dann ist da direkt, oder wenn man ein Auto berührt, dann 3 Sekunden später ist es auf einmal weg. Also ich finde das nicht realitätstreu. Oder generell die Map ist auch nicht realitätstreu. Also meiner Meinung nach gibt es viele negative Sachen, Dinge, die man über das Spiel sagen kann. Aber bei Euro Simulator 2 ist das auch so. Die Map, die Städte, zum Beispiel München, ist man innerhalb von 2 Minuten durchgefahren, wo man die ganzen alle Straßen durch hat. Ja, sehr unlogisch. Jetzt mache ich diesen einen Halt noch, vielleicht noch einen zweiten, und dann höre ich auf und da hier. Aber man kann hier gar nichts machen. Ja, wie jetzt, das hört sich an, als wäre ein Einkaufswagen hier im Bus drinne.
Steigt hier jetzt einer ein oder nicht? So ist jetzt die Leute, die steigen auch hinten ein, wie man hier jetzt gerade gut sehen kann. Steigst du hier vorne oder hinten ein? Ja, wie gesagt, das Spiel, das leckt sehr viel. Es war irgendein technischer Fehler des Programmes, wo ich aufnehme. Für den Livestream. Aber momentan leckt das Programm, womit ich aufnehme. Und ja, ich kann nicht dafür, weil Bild momentan ist nicht da. Dann beende ich den Livestream gleich. Ja, ja, tut mir halt wirklich sehr leid. Und ja, das ist gerade momentan alles sehr, sehr blöd von hier. Ich würde, wenn ich das ändern könnte, würde ich es auch gerne ändern. Und ja, mit was funktioniert momentan fast gar nicht. Und ja, ja, beende ich hier jetzt leider die Aufnahme. Momentan gar nichts funktioniert hier. Es leckt mir persönlich zu viel. Dann auf Wiedersehen, bis hoffentlich bald bei Euro Truck Simulator 2.